Ja, moin, hier ist Dolle. Ihr glaubt nicht, wo ich gerade bin. Das hier ist Schottland. Und ich befinde mich mit meinen Füßen auf der Isle of Skye. Und ich werde euch mitnehmen, die nächsten 5 Tage über den Skye Trail zu laufen. Wenn die Kamera nicht umfällt. Es ist echt windig und es wird sogar noch mehr Wind heute werden. Broadford ist der Start oder das Ende vom sogenannten Skye Trail. Das ist ein 80 Meilen langer Wanderweg bzw. 125 Kilometer lang. Und der Weg ist nicht markiert. Das heißt, es gibt auch keinen genauen Start und auch kein genaues Ziel und auch keinen genauen Weg. Also entweder sagen viele, der Start ist hier bei dem Denkmal oder da hinten in der Lücke von dieser Mauer. Da werde ich jetzt auch mal hingehen und ich starte die Tour jetzt. Spätestens hier an diesem verwitterten Schild geht es jetzt auf den Skye Trail. Excuse me, sir. Is this the way to Argol? What? Wegen der starken Windböen musste ich meine Tour anpassen. Eigentlich wollte ich ja gestern Abend schon loslaufen, 15 Kilometer und mein Zelt ausschlagen. Aber bei Windböen von 80 km/h wäre mir das alles um die Ohren geflogen. Deswegen bin ich auf Nummer sicher gegangen und habe noch eine Nacht in Broadford im Hostel zugebracht, was ja entspannt war. Aber heute muss ich meine Tour ein bisschen abändern, damit ich immer noch rechtzeitig ankomme, um letztendlich das Flugzeug zurückzukriegen. Deswegen heute eine leicht veränderte Variante, aber Safety first. Deswegen muss ich jetzt an dieser Stelle nicht geradeaus gehen, sondern gehe jetzt hier weiter über die Straße nach Torrin. Hier abseits des Weges ist eine Lost Place Kirche. Heute fühle ich mich ein bisschen so, als hätte ich die Kulisse verlassen, die ich geplant habe. Ich laufe jetzt hier parallel auf der Straße und es ist deutlich schöner, als ich gedacht hätte. Hier neben mir eine Moorlandschaft. Wenn es nicht so windig wäre, würden mich jetzt die Mitches auffressen. Hallo, warst du gerade beim Friseur? Schick siehst du aus. Ja, fein. Hier kurz vor Torrin sehe ich das erste Mal das Meer. Jedenfalls in einer kleinen Bucht. Und man sieht schon, dass die Wellen ganz schön tosen. Davor sieht man einen Tagebau für Marmor. Auch hier wird immer noch Marmor abgebaut und im ganzen Land verteilt. Königlicher, britischer Marmor. Very beautiful. Na Mäuschen, bist du ausgebüxt? Wie hast du dir das denn hierher geschafft? Schön an der Seite bleiben, nicht? Hier ist das weltbekannte, weltbeste Amy's Kaffeehaus mit den besten Kuchen und Kaffee. Und ihr glaubt ja nicht, welchen Tag wir heute haben. Es steht ganz oben.
Na, ich muss schon sagen, der Sky Trail macht High. Sky macht High. Hier, die Heide macht High. Alles High hier. High Heels. Du bist eine Feine, ne? Halt die Stellung. Du bist eine Hübsche. Hier. Wer des Gelischen mächtig ist, der sieht, wo ich mich gerade befinde. Das ist nämlich dort. Und ich werde jetzt ein bisschen weiter südlich gehen. Und normalerweise verläuft der Trail jetzt ganz unten. Einmal an die Südspitze und geht dann wieder hoch bis Algol. Ich muss das leider einmal hier quer abkürzen. Über diesen Weg, der jetzt hier rüber verläuft zum Kamasunari Bay. Ja, das tut einem zwar im Herzen weh, aber bei dem Wind ist das nicht anders möglich, denn das ist hier alles Steilküste und sehr schmal. Und hier mitten durch die Heide. Ihr glaubt ja nicht, wer das so besonders liebt. So, von da hinten bin ich gekommen. Das ist hier Slappin Bay. Und jetzt muss ich hier auf der anderen Seite gegen den Wind natürlich, weil vorhin hatte ich Rückenwind, wieder weiter. Aber es ist endlich mal von der Straße runter. In Deutschland nennt man sowas Personenvereinzelungsanlage. Matsche. Mal durch. Und dann geht das hier weiter durch die Matsche. So, da möchte man nicht drinstecken. Und zwischendurch ist es dann wieder windstill und der Geist kommt ein wenig zur Ruhe und der Körper hat die Möglichkeit, einfach mal zurückzublicken über das und auf das, was er durchquert hat. Nun ja, hoffentlich muss ich da oben nicht rauf. Ich habe kein Kletterseil dabei. Excalibur! Leute, für wen ist das denn gemacht hier? Das muss ich gleich mal festhalten. Hier gibt es tatsächlich ein kleines Stück Wald. Hier bin ich jetzt unterwegs zu einem alten Steinzeit Lost Place, Dunringdill oder so. Ich hoffe, das ist was. Das sind hin und zurück über 3 Kilometer extra Weg. Und das muss sich natürlich auch lohnen für so ein paar alte Steine. Oh, das scheint hier ein ziemlicher Touristen-App zu sein, dieses alte Dunringdill. Irgendwie tönt es mich nicht so an. Da hinten ist auch noch eine Mauer. Ich sag mal so, wenn man hier schon mitten im Nichts steht, kein Weg zu sehen ist und es laufen einem wunderbare Brombeeren über den Weg, die sind reif, dann wollen die gepflückt werden. Klasse. Oh. Für einen kleinen Moment habe ich überlegt, ob ich hier über diese Steine hopsen sollte, um darüber zu kommen. Es gibt aber noch einen anderen Weg. Trockener, aber weniger abenteuerlich. Das ist mal kein Windrauschen, das ist jetzt das Wasser. Ja, hier hinter dieser schönen alten Brücke
muss ich mich entscheiden, ob ich den längeren Weg nach Elgol nehme, wo mich leckeres Fish and Chips erwartet und ein kleiner Hafen und natürlich die Südspitze und ja, ich nenne es mal der offiziellere Weg, oder ob ich jetzt noch nach rechts gehe und dann den Weg direkt nehme zum Kamasunari Boothie. Ja, die Entscheidung fällt mir sehr leicht. Es ist immer noch sehr windig und deswegen geht es jetzt hier gleich scharf rechts weiter. Hinter dieser kleinen kriegt man nicht ab. Doch, geht. Keep Gate shut. Hier nochmal die Position, wo ich mich gerade befinde, und ich werde hier über Kirki Boost zu Kamasunari gehen und da werde ich übernachten. Der offizielle Weg geht hier einmal unten rum. Hier ist es wieder absolut windstill. Man hört nichts außer dem Meeresrauschen in der Ferne und so ein paar von diesen blökenden Schafen. Je nachdem, wo man hier gerade auf der Insel ist, blüht die Heide noch sehr intensiv. Jetzt wollte ich gerade ein Sonnenfoto machen und in dem Moment ist die Sonne auch schon wieder weg hier an der Kamasunari Bay. Und ich werde auch noch lernen, wie man das ausspricht. Nun ist es nicht mehr weit bis zur Botti. Ich bin gespannt, was die Botti mir bietet heute. Hier an dieser wunderbaren Kamasunari Bay, bei der man hier einen Strand für sich alleine hätte, wenn es denn Badewetter wäre. Konjunktiv. Hier ist also nun der Eingang von der Botti. Ich bin wirklich gespannt, ob ich da einen Platz drin kriege. Es sieht erstmal komplett leer aus, aber meistens verbirgt sich das Geheimnis im Inneren. Schottland, zweiter Tag. Nach einer wunderbaren Nacht hier in der Botti geht es jetzt weiter. Also eine Botti ist ein wunderbarer Schutzraum, echt bequem, es war total ruhig und so ist man auf jeden Fall sicher durch die Nacht gekommen. Ja, jetzt geht es weiter Richtung Sligachan. Hier nun der erste Wasserfall für heute und es werden sicherlich noch mehrere Folgen. Denn jetzt geht es hier durch dieses Tal. Es soll sehr schön sein, habe ich gehört. Wetter zeigt sich von seiner besten Seite bis jetzt. Leicht blauer Himmel und ich habe keinen Wetterdienst, keine Wettervorhersage natürlich, weil es hier auch mit dem Internet nicht ganz so gut ist. Hier nochmal ein Rückblick auf diese Kamasunari Bay. Bereits nach 20 Minuten komme ich jetzt hier an diesen See, beziehungsweise ist das ein Loch. Loch Cryteach Kretnach. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Schaut es euch selber an. Ich bin mal gespannt, wie das hier jetzt weitergeht. Ich kenne zwei Leute, die würden jetzt hier unbedingt an diesem einsamen Strand ins Wasser springen. Das erspare ich euch. Ich gehe lieber.
Immer wieder rauschende Wasserfälle, kleine Bäche und hier oben schon die Wolken. Falls ihr beabsichtigt, mal in der Heide zu campen, dann habt ihr hier die besten Möglichkeiten. Ja, Ende August blüht die Heide. Im Gegensatz zu der Lüneburger Heide, wo man sich mit 100.000 anderen Menschen da durchschlagen muss, ist man hier doch sehr alleine. Ich denke, dass es die besten Möglichkeiten für einen Campspot hier drüben gibt. Ansonsten fand ich es doch eher matschig oder steinig oder zu schief. Aber das da drüben, das sieht mir nach einem schönen Traum aus. Hier mein erster spektakulärer Wasserfall. Wo auch immer das Wasser herkommt, gigantisch. Und von hier oben kommt auch gerade eine ganze Menge. Aber nach Regen kommt hier auch manchmal Sonne. Ich werde jetzt nicht rüberlaufen, meine Kamera drüben aufstellen, um dann wieder zurückzulaufen, um mich dann zu filmen, wie ich da wieder rüberlaufe. Den Spaß gönne ich mir ein anderes Mal. Mit dem Wanderstaggang geht das natürlich sehr gut. Trockene Füße und weiter geht's. Es fängt auch wieder an zu regnen. Deswegen der Poncho bleibt an. Ich bin sicher, dass die Dürre dieses Flussbett hier hat austrocknen lassen. Hinweis! Ich habe Rückenwind! Das ist noch gut! Gut! Sollte man irgendein Wort verstehen, dann ist das schwarze Magie und AI. Voice Isolation nennt sich das. So, das scheint mir jetzt tatsächlich nicht ganz ohne. Die Steine sind sehr grob, sehr rund und irgendwie weit und breit keine Furt. Wir schauen mal. See you later. Hier bin ich ein Stückchen flussabwärts und ich glaube, hier komme ich rüber. Vorsicht, wenn ihr herkommt, da sind viele Löcher im Boden, die man schwer sieht. Also möglichst mit Stöckern vorher mal abtasten. So, das war jetzt echt eine schwierige Geburt, aber ich bin trockenen Fußes rübergekommen. Und weiter geht's auf dem Sliggetchen Trail Richtung Sliggetchen. Yeah! Bin hier seit 2 Stunden unterwegs, habe noch keinen Menschen getroffen. Mal schauen, ob die sich nicht raustrauen oder ob das hier einfach menschenleer ist. Und immer wieder fragt man sich, was ist der Weg, was ist der Bach. Ich glaube, jetzt ist der Moment gekommen, den Poncho auszuziehen. Der bringt jetzt auch nichts mehr. Ach ja, ich überlege schon die ganze Zeit, woran mich dieser Trail hier erinnert. Und jetzt kommt es mir wieder in den Sinn. Der Alsterwanderweg, den ich vor 2 Jahren im Winter gegangen bin mit meinen liebsten Wanderbuddies. Aber da standen wir ja knietief im Wasser. Das ist ja hier gerade mal so knöcheltief. Also Sky Trail, leg dich ins Zeug. Da geht noch was. Schottland, wild und geheimnisvoll, regnerisch und liebevoll, so stehst du hier. Das war jetzt hier so 1 Stunde ununterbrochener Regen und jetzt hat das Wetter kurze Zeit ein Einsehen. Ich halte den Moment fest. Ich nähe mich Sliggetchen. Hier ist diese legendäre alte Brücke und auf der rechten Seite der Campingplatz und links ein Hotel.
Ich werde keins von beiden aufsuchen, sondern weiter nach Portree gehen. Ich glaube nämlich, ich habe den Abzweig zum Ferry Pools verpasst. Auch so eine Sache, die ich seit einem halben Jahr geplant habe, so einen Abzweig zu nehmen und sich die Ferry Pools anzugucken. Aber ich habe von den Wanderern unterwegs gehört, dass sich das nicht lohnt. Das sind nur so ein paar Wasserfälle und die gibt's ja auch überall anders und das mit weniger Touris. Also schauen wir mal, was Sliggersham zu bieten hat. Ja, leider sehr schade. Genau hier bei dem Denkmal für die Cullens fängt es mir an zu regnen. Ich kann die gute Kamera nicht nutzen. Das ist Sliggersham im Hintergrund. Ja, das ist jetzt hier das super Highlight. Ich habe damals Videos gesehen, da war das hier fast trocken, da konnte man rübergehen. So, ich bin jetzt hier nochmal auf dieser absolut epischen Brücke und es ist natürlich super legendär, da einmal rüber zu gehen. Und darum machen wir das jetzt auch mal schnell. Einmal hier mit dem Bridge von Sliggersham. Ja, es sieht so aus, als hätte es gerade noch mal rechtzeitig hier an Selmas Bar geschafft. Cheers. Ich hatte jetzt eine schöne Pause mit 2 feinen Pins. Hier ist der Sliggersham Campsite. Aber es ist erst 13 Uhr, das heißt, ich werde jetzt weitergehen nach Portree. Ich denke, dass ich einen neuen Seeweg nach Portree entdeckt habe. Also jetzt mal im Ernst. Das hier, das ist der offizielle Wanderweg. Naja, wollen wir mal losgehen. Ja, das habe ich gesagt. Okay, jetzt mal weiter. Aber ich kenne eine Abkürzung. Vor mir befindet sich der Loch Sliggersham und hier an diesem kleinen Fluss gibt es nichts, aber auch wirklich gar nichts, was auf irgendeine Furt hindeutet oder auf eine Möglichkeit, dieses zu überqueren. Nein, einfach durch da, Augen zu. So, hier einmal das Beweisfoto und da vorne geht es dann weiter. Es ist sowieso alles nass jetzt. Und es fühlt sich wieder gut an, festen Boden unter den Füßen zu haben. Und ich liebe einfach den Moment, wenn das alles eh keine Rolle mehr spielt. Es sind 20 Kilometer bis Portree und die werde ich jetzt nehmen. Immerhin regnet es nicht von oben. Wenn ich mir das so angucke, dann brauche ich, glaube ich, keine Ferry Pools mehr. Meine Ferry Pools sind dieser Weg und da hinten der Loch. Es sieht so aus, als würden wir auf den Skytrail gehen. Ja, auch hier am Loch Sliggersham, da blüht die Heide. Ein traumhafter Anblick. Wirklich zum Genießen. Die nassen Wege hier sind relativ lächerlich. Also da hätte ich echt mehr erwartet. The landscape is so beautiful. A lot of waterfalls here. Oh, sorry, the translator, the English translator. Die Landschaft hier ist so wunderschön. Hier gibt es überall Heide und Wasserfälle. Das macht das Ganze wunderbar und erträglich. Ohne Heide wäre das hier nur halb so schön. Man stelle sich vor, das wäre hier alles nur kahl, hätte man keinen Spaß. Aber so ist echt ein Traum. Guck dir das an hier, das Wetter. Ich mag gar nicht nach hinten gucken. Jetzt mal Butter bei die Fische, erst mal im Ernst. Ich weiß überhaupt nicht, worauf ich mich heute Abend freuen soll. Es ist, dass der Wind nachlässt, es ist, dass ich vielleicht was Warmes zu essen kriege, vielleicht eine warme Dusche, vielleicht ein trockenes Zelt. Was soll das? Ich bin hier draußen.
Mal wieder einer von diesen schönen Wasserfällen, die am Ende eine Furt bilden und hier in den Loch Dingens, Slipperditchens reinfließen. Es gießt immer noch wie aus Eimern, aber es ist einfach nur cool. Ich habe da oben gerade tatsächlich für Freunde geheult. Es ist überwältigend. Und ich weiß, dass ich noch 4,5 Tage mit nassen Schuhen umherlaufen werde. Ich weiß nicht, ob ich trocken werde. Also jetzt oben rum. Das ist auch schon ganz gut. Ich komme jetzt auf die Straße. Das macht mich nicht glücklich. Aber das Ganze ist einfach ein geniales Abenteuer. Eine dieser roten Telefonzellen steht am Ende des Trails und erwartet mich da. Das ist sozusagen dann das Ende vom Trail. Und es ist irgendwie ein Zeichen, dass jetzt hier so eine steht mit Büchern gefüllt, vielleicht auch noch funktionsfähig. Ich glaube schon nicht, hier die erste Bank nach 20 Kilometern. Wie cool ist das denn? Hier muss ich eine Rast machen. Es bietet sich gerade an. Hier ist irgendwas Besonderes, was ich nicht lesen kann, weil es gälisch ist. Das ist der Ausblick. Ich mache mal die Kamera sauber. Hat nicht viel gebracht. So, nochmal das Ganze. Das ist hier der Ausblick von diesem Point. Hammer. Das hat jetzt hier relativ wenig mit einem schönen Wanderweg zu tun. Auch nichts mit dem Trail. Das ist einfach nur irgendwie nach Portree kommen. Einmal fürs Protokoll, die Sonne scheint heute. Ja, sagte ich schon, total klasse. Hier mit der Heide, immer wieder schön. Eben hielt sogar hier ein Busfahrer an auf dieser unsäglichen, langen, langweiligen Straße und wollte mich mitnehmen. Ja, ich muss sagen, ich habe ja meine Prinzipien, sorry. Ich gehe weiter. Das ist demütigend. Absolut demütigend hier. An der Hauptstraße ohne Fußweg. Nach 35 Kilometern sich sowas anzutun. Echt nicht fair. Ja, ich hätte mal mehr auf die Karte schauen sollen. Der Trail verläuft irgendwo da unten in der Matsche und gar nicht hier oben an der Hauptstraße. Asche auf mein Haupt, aber ich komme jetzt da auch nicht mehr runter, also weiter an der Hauptstraße. So, ich bin jetzt in Portree angekommen und habe mir gedacht, ich frage mal nach, ob sie beim Hostel noch was haben. Hier gibt es ein Hostel und ein Independent Schnitt. Wir sind beide vor dem Schnitt auch so bei. Das Coole ist, es gibt hier wunderbare Parkplätze und da kann man sich einfach mal irgendwo hin flanschen, wo man möchte. Schaut mal hier, das ist meine Nachtunterkunft da hinten. So, das ist der kleine Anti-Geheimtipp. Hier darf man zelten. Mehr als eine Nacht werde ich hier auf keinen Fall bleiben. Schauen. Ah, es matscht so schön unter meinen Füßen. Naja, sieht ganz gut aus. Auf jeden Fall eben und keine Steine. So, an dieser Stelle erwartet ihr wahrscheinlich eine wildromantische Kocherei und Sonnenuntergang und traumhafte Bilder. Das gibt es hier nicht. Im Nachgang muss ich vielleicht noch mal nachspannen, aber es kommen immer wieder Regenschauer. Ja, alles was außen ist, ist relativ nass. Aber das Gute ist ja, dass es warm ist. Wettervorhersage ist weiterhin Böen, Regen auch die nächsten Tage. Das hebt die Stimmung. Ich hoffe, hier ist irgendwo ein Pub in der Nähe und verkauft gute Pins. Jo, einen wunderschönen guten Morgen. Die Nacht war mäßig.
Aber das Zelt hat gehalten. Insgesamt wieder viel Regen, viel Wind, aber heute soll es besser werden. Ich denke, ich werde weitergehen. Ich muss mal gucken, ob ich mir eine neue Jacke besorge. Und während ich eben noch gesprochen habe, fängt es auch in dem Augenblick schon wieder an zu regnen. Und das ist hier normaler Regen. Und das ist nicht der letzte. Das nennen die hier übrigens Lightly Rain. Jetzt bin ich stolzer Besitzer einer neuen Jacke. Ich werde jetzt Portland verlassen in Richtung The Old Man of Store. Das ist schon kurz nach 9. Ich hoffe, dass ich heute meinen Plan schaffe, 25 Kilometer zu gehen. Das sind 1200 Höhenmeter. Nun habe ich Portree verlassen und gehe in Richtung Norden. Hier nochmal ein Blick auf Portree. Heute Morgen war ich schon kurz davor abzubrechen. Irgendwie war alles Mist. Jetzt hat es fast eine Stunde schon nicht geregnet. Das ist ja mein persönlicher Schottland-Rekord. Kaum habe ich eine neue Regenjacke. Brauchen wir das nicht mehr. Überhaupt kein leichtes Fortkommen hier. Alles steht unter Wasser. Irgendwo da hinten geht es weiter. Ein kleiner Vorgeschmack auf den Old Man of Store. Leider habe ich das Verbindungsteil, was die Kamera mit dem Stativ verbindet, verloren oder ich finde es nicht wieder. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schade, dann nützt das Stativ auch nichts mehr. Jetzt ist es wieder absolut windstill, eben noch Regen. Und hier ging es auf diesem Matschepampen-Steinweg gerade runter. Es ist völlig egal, denn es ist eh nass. Aber ich habe gerade festgestellt, wenn ich hier stehen bleibe, dann schwirren die Matches um mich herum. Ich werde mal schnell irgendwie drüber gehen. Manchmal läuft man auch einfach nur über so eine Matschefläche und da ist dann kein Trail mehr. Dann muss ich dann eben seinen Weg hier durch die Heide selber suchen. Ist ja okay. Manchmal ist es dann einfach auch wieder zu kitschig. Ja, das ist hier der Sky Trail im September. Ich hätte mal was zum Schwimmen mitnehmen sollen. Hier ist auch kein erkennbarer Weg, außer das, was man jetzt hier sieht. Und ja, ich bin ein wenig genervt. Und jetzt kommen hier diese tiefen Löcher, das erkennt man oftmals an diesen Pflanzen, zurück und einen anderen Weg suchen. Das wirkt jetzt ja alles ein bisschen ungemütlich, aber ich glaube, das täuscht. Einfach mal schauen. So, liebe Leute, ich habe jetzt hier mein Lager aufgeschlagen. Es ist zwar 14 Uhr. Das ist natürlich schon süß. Schief verglast.
So, einmal aus den Schuhen raus. Die Socken sind triefnass. So, also so sieht es im Zelt aus. Nicht gerade groß. Die Sonne kommt raus. Guck mal da hinten irgendwo. Wow. Ja, heute kann man sogar abends mal vorm Zelt sitzen. Das ging gestern nicht. Der Wind hat ein bisschen abgeflacht. An Mahlzeit. Lecker Curryhuhn. Hier ist eine treue Begleiterin beim Abendessen, gar nicht weit von meinem Zelt entfernt. Hi. Good morning, Scotland. Good morning, Sky. Day 3, Day 4. Vergiss es. Guten Morgen, Schottland. Tag 3, 4. Eine wunderbare Nacht. Alter, das ist ein Mitches-Alarm hier. Kackendreck. Guck mal, das ist ja immer. Oh, Mitches everywhere. They're killing me. Oh my God. Oh my God. Ach ja. Nach so einer Nacht, die recht gut war, freue ich mich jetzt doch auf einen ordentlichen Kaffee mit meinem letzten Wasser, weil ich mal wieder vergessen habe, welches frisch zu besorgen. Ah, ja. So frisch aufgebrüht. Oh. Wird ein harter Tag. Und natürlich vorher die Henkel ausklappen, sonst verbrennt man sich. So, das ist der Rest vom Schützenfest. Ach ja, die gute Tasse Kaffee. Jeder Schluck ein Genuss. So, falls ihr euch gefragt habt, warum die Sachen im Rucksack nicht nass werden, die sind hier nochmal extra geschützt. Ja, leave no trace. Natürlich nicht zurücklassen. Deswegen werde ich auch einen schweren Rucksack, Stöcker und die Kamera mit dem halb funktionierenden Stativ wieder mitnehmen. Hatte ich schon gesagt, dass das Wetter heute bislang genial ist. Au. Was für ein Unterschied zu gestern. Mein Lieblingsschäfchen
Hat mich die ganze Nacht beobachtet und nicht aus den Augen gelassen. Ich gehe jetzt weiter Richtung Old Man of Storr. Das ist ja diese bekannte Felsformation. Ich möchte dich nicht stören. Wir machen eine Fernverabschiedung. Vielen Dank für deine Gesellschaft. Sicherlich kommt morgen ein neuer Wanderer oder Wanderin. Keine 50 Meter weiter von meinem Platz ein rauschendes Bächlein. Und bei den 4 Schafen hier auf der Wiese kann man das sicherlich gefahrlos trinken. Hierhinter befindet sich ein Stausee und hier vorne ein Wasserkraftwerk. Es soll 8 Gigawatt liefern und das soll reichen, Skye mit Energie zu versorgen. Eine autarke Insel. Unverkennbar ein Großparkplatz, das touristische Highlight hier auf der Insel, die 3 Felsnadeln. Ich bin mal gespannt, ob es sich lohnt. Hier hinten, wo die Bäume stehen, da habe ich übernachtet. Und jetzt bin ich hier aufgestiegen und blicke auf das zurück. Für die schottische Kultur ist dieser Ort ein besonders magischer Ort, voller Mythen, voller Geheimnisse und voller Sagen. Da oben stehen sie alle und fotografieren diesen Punkt, der für mich ehrlich gesagt viel herrlicher ist. Ich bin jetzt nochmal direkt zwischen die Nadeln gegangen und hier ist es tatsächlich ruhig, einsam und angenehm. Bei dem Old Man of Storr ist irgendwas Mystisches mit mir passiert. Ich fahr weg. Plötzlich wache ich hier in dieser Telefonzelle wieder auf. Ich weiß, dass es das Ende vom Skye Trail ist. Irgendwas Mystisches, Magisches hat mich hier hinkatapultiert. Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich hier wegkommen soll. Ich werde jetzt versuchen, mal in die andere Richtung zu laufen, um zu gucken, wie es da aussieht.
Hier in dieser kleinen Hütte werde ich die Nacht verbringen. Vielleicht werde ich auch hier ringsrum mein Zelt aufschlagen. Denn es sieht so aus, als würde sich Schottland von seiner sonnigsten Seite zeigen. Drinnen gibt es Platz für ungefähr 6 bis 8 Personen, Sitzmöglichkeiten und einfach diesen fantastischen Ausblick. Unglaublich. Und das für kein Geld. Und es ist auch für kein Geld der Welt zu bezahlen. Hier kann ich mein Zelt für die letzte Nacht aufbauen. Es ist auch wieder traumhaft. Endlich mal trocken. Innerhalb von 3 Stunden sind hier meine kompletten Sachen getrocknet. Es ist ein wunderbares Gefühl, endlich wieder trockene Socken und Schuhe anzuhaben. Ja, hier werde ich heute Nacht bleiben. Es gibt nur ein bisschen Wind. Es ist angenehm warm. Und dann schaue ich mal morgen früh, wie es dann weitergeht. Ich bin auf jeden Fall happy. Und freue mich, dass ich es bis jetzt geschafft habe. Ich glaube, es war eine gute Idee, aufzuhören, wenn es am schönsten ist. Nämlich da oben am Old Man of Store, um hier nochmal ein bisschen wirklich entspannt meinen Urlaub zu verbringen, statt sich irgendwie durch die Matsche zu bewegen. Ich weiß nicht, was ich der Insel getan habe. Da hinten scheint die Sonne, da hinten scheint die Sonne, über mir regnet. Es ist, als würden die Wolken mich verfolgen. Ich habe jetzt einen kleinen Ausflug gemacht, so einen Abstecher, 8 Kilometer zum Dunton Castle. Das ist eine Burg aus dem 13. Jahrhundert, wo noch die Ruinen stehen. Vieles nicht zu erkennen, aber es lohnt sich, wenn man hier mal vorbeikommt. Am Ende der Welt, hätte ich fast gesagt. Hier drüben ist übrigens meine Lieblingstelefonzelle. Da, wo normalerweise der Trail startet und endet. Und wo ich gestern auf mysteriöse Art und Weise hingebeamt oder katapultiert oder keine Ahnung, was für ein Time-Warp das war, hergekommen bin. Ein letzter Blick zurück auf die Botti. Da oben sieht man noch den guten Richard. Hier irgendwo muss herumlaufen. Der bewohnt die Botti. Nein, nicht wirklich. Aber er scheint halt öfter anzutreffen zu sein. Er unterhält sich mit Leuten. Ist ein absolut freundlicher Mensch. Er kennt Gott und die Welt und jeder kennt ihn. Das ist der Mensch, den ich erinnern werde.
Hey madam, would you like to tell us something? Hey, do you like living on Skye? Yeah madam, thank you. Do you like living on Skye? Yeah. Die brauche ich wohl auch nicht wieder zu fragen. Die Schotten habe ich bislang auch immer als sehr freundlich wahrgenommen. Ich hoffe, deren Kühe sind es ebenso. Beautiful children. Yeah, very beautiful. Okay, girls, have a nice day. So, wir können das Ganze aussitzen. Ich kann auch einfach mal um dich rumgehen. Was hältst du davon? Ich gehe einfach oben rum. Macht mir nichts aus. Bleib sitzen. Lass dich nicht von mir stören. Ich meine, alles gut. Nee, jetzt brauchst du auch nicht mehr aufzustehen. Jetzt kannst du sitzen bleiben. Das ist ein wunderbares Gefühl, wieder in trockenen Schuhen zu laufen, ehrlich. So, ich hoffe, das ändert sich jetzt auch nicht. Wie bereits anfangs erwähnt, ist das Skye Trail nicht ausgeschildert. Hier befindet sich aber ein Wanderweg, der Cullen Path, und der wiederum ist ausgeschildert, und das hilft mir dann auch, hier hinten diesen Durchgang zu finden, den kein Schaf finden würde. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass die Schafe nicht lesen können. Oh ja, hier kommt die Schlüsselstelle, die man aus vielen YouTube-Videos kennt. Hier geht es einmal um diesen Pfeiler herum, wohlwissend, dass da unten ein freies Bad auf einen wartet. Matsche, 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 überall nur Matsche. Vielleicht bin ich in Machu Picchu. Irgendwo hier mitten im Nix hat jemand einen Zaunpfahl hingelegt, der mir weiterhin trockene Füße beschert hat. Oh, Schottland, jetzt hat es gerade wieder aufgehört zu regnen. Sowas hier runter ist natürlich bei dem Matsch und Schmiererei auch nicht ganz einfach. Und am schlimmsten sind die Birken, die da schon auf einen warten, wenn man mal stehen bleibt. Dafür hat man hier wieder einen schönen, tollen Ausblick. Immer wieder neue Eindrücke. Und ich muss weiter. Die Mieten fressen. Von hier oben bin ich jetzt gerade runtergekommen. Eine schöne Schlitterpartie. Und ich hoffe mal, das war es an schlimmen Abstiegen. Jetzt geht es direkt nach Shorty Gallery, denn langsam wird die Zeit knapp. Ja, das ging jetzt dann richtig schön durch den Wald. Und zum Glück war der ein bisschen markiert, so dass ich mich da orientieren konnte, weil mit GPS ist ja gar nichts mehr. Ein zugewachsener Weg und irgendwo ein paar Markierungen, und stehen bleiben heißt, von den lieben Mitches gefressen zu werden. Wow, so, feste Straße again. So, ich muss mich beeilen, damit ich jetzt auch noch den Bus erreiche. So, das ist es hier, das Nationalgericht Fish and Chips, endlich mal hier auch für mich erhältlich.
Der Sky Trail hat meine Erwartungen nicht erfüllt, vor allem wegen der matschigen Wege. Doch ich habe nicht alles gesehen. Ich komme wieder, denn mit der ausgelassenen Passage des Kurreng und des Trotteridge Ridge habe ich noch eine Rechnung offen. Alles Unerwartete, Ungeplante, die Begegnungen mit Menschen ebenso wie die stillen Momente alleine haben mich dennoch sehr glücklich gemacht. Genau deshalb bin ich, trotz aller Widrigkeiten, begeistert von Land und Leuten. A bordo! Mi sono messo io a bordo dietro! Stop mal was fragen. Oh my God.